Wir reisen zurück in die 70er Jahre, die große Zeit von Tritop, Dalli und Flocati und von großen, spektakulären und doch volkstümlichen Sechszylindern aus Köln und aus Rüsselsheim. Opel Commodore gegen Ford Granada, eins der ganz großen Duelle der Koteletten- und Schlaghosen-Ära. Und wie sich die beiden Giganten von damals heute anfühlen, zeigen wir euch jetzt. Kleines Auto, kleiner Profit, großes Auto, großer Profit. So einfach ist die Welt tatsächlich für Henry Ford II. Der ist damals Anfang der 70er Jahre der große Boss der Ford Motor Company. Und auch von seinen europäischen Entwicklern wünscht er sich große Autos. Der Ford Granada ist eines. Er kommt 1972 auf den Markt, ist entwickelt worden von englischen und deutschen Konstrukteuren, sieht aber tatsächlich aus wie ein typischer Mittelklasse-Amerikaner der frühen 70er Jahre mit fetten Glasbausteinscheinwerfern, natürlich mit einem Vinyldach, wie es damals modisch ist, mit einem Fastback, mit wunderbaren gekrönten GXL-Emblemen und einem Hüftschwung im Stil der 60er Jahre, einem ganz modischen Detail, das sich nur 2 Jahre hält, denn schon 1974 fällt es schon wieder weg. Dann erscheint auch gleichzeitig der Ford Granada als zweitürige Stufenhecklimousine. Und der Fastback wird ganz offiziell zum Coupé, aber ohne Hüftschwung. Und natürlich hat so ein Kaliber keinen Vierzylinder, sondern ganz klassisch den Ford V6-Motor, wie ihn Ford 1964 beim ersten 20M eingeführt hat und wie er im Grunde bis in die 80er Jahre überlebt. Das hier ist die damalige Spitzenmotorisierung, das ist der 2,6 Liter, wie er beispielsweise auch vorher im Ford 26M eingebaut war oder wie er im Prinzip auch im sportlichen Capri RS sitzt. Ja, der Kölner V6 war damals der erste volkstümliche Sechszylinder auf dem deutschen Markt. 1964 kam er mit 2 Litern Hubraum. Das hier ist mit 2,6 Liter schon der Granada, der damals an die Oberklasse gekratzt und geklopft hat. Man darf nicht vergessen, damals hat der Chefwagen tatsächlich noch begonnen beim Mercedes 230 Sechszylinder-8. Die S-Klasse hat begonnen mit 2,8 Liter Hubraum und es konnte sich der aufstrebende Abteilungsleiter aber trotzdem den Granada 2.6 leisten. Das war eine echte Demokratisierung von Luxus und Laufkultur, die den Granada damals zum außerordentlich populären Auto gemacht hat. Wunderbar. Breite, bequeme Sessel, fast wie Lounge-Chairs und ein wahnsinnig spektakuläres Cockpit. Alles natürlich Hartplastik und Plastikholz und nicht so besonders teuer, aber so verarbeitet, dass es einfach atemberaubend gut aussieht. Fast so wie bei einem Spät-60er Jahre Mustang. Ja, ein Traum wirklich in Karamell und Schokoladenbraun mit tiefer Automatik-Schalthebel und eine sehr, sehr komfortable, kommode Sitzposition. Also man könnte jetzt tatsächlich in einem Rutsch durchfahren nach Alicante, Vollgas, wie es damals die Familienväter mit genau diesen schönen Sechszylindern gemacht haben. Das wäre es jetzt. Es ist nicht ganz einfach, hier hinten reinzukommen, aber wenn man mal sitzt, dann sitzt man sehr bequem. Es ist eine fluffige und weich gefederte Bank. Das heißt, ich versinke regelrecht. Die Kopffreiheit reicht deshalb auch für mich. Ausstellfenster, eine schöne bequeme Armlehne. Also das ist nicht nur ein Viersitzer für eine Familie mit Kindern, das reicht auch für Erwachsene. Also die Langstrecke kann kommen. Auch Opel ist in den 70er Jahren natürlich fest in amerikanischer Hand. Der Chefdesigner in Rüsselsheim ist Chuck Jordan, der für General Motors ikonische Designentwürfe abgeliefert hat, wie zum Beispiel für den 59er Cadillac oder den 63er Buick Riviera. Jetzt zu Beginn der 70er Jahre arbeitet er aber in Deutschland und liebt, genauso wie die meisten seiner jüngeren Designer, italienisches Design. Und die klare grafische italienische Designlinie versuchen sie gemeinsam zu übertragen in die deutsche Formensprache. Das Ergebnis ist Opel Rekord D und Opel Commodore, beide 1972 erschienen. Das Commodore Coupé gilt heute zu Recht als einer der schönsten Opel-Entwürfe aller Zeiten.
Auch der Opel Commodore ist natürlich ein Coupé, aber ein ganz anderes als der Granada. Man sieht es beispielsweise, wenn man die Dachsäulen vergleicht, die A-Säule und die B-Säule. Das fällt beim Opel wesentlich filigraner aus. Auch der Heckabschluss des Opel wirkt deutlich schwereloser und leichter als das schwere Fastheck des Granadas. War also tatsächlich damals eine Geschmacksfrage. Möchte man den deutschen Italiener oder den deutschen Amerikaner? Die Deutschen haben abgestimmt und tatsächlich waren die Opel-Modelle zu dieser Zeit in den Verkaufszahlen populärer als der Ford Granada. Opel setzt damals nicht auf den V6 wie Ford, sondern auf den klassischen Reihen-Sechszylinder. Auch das ist Anfang der 70er Jahre kein ganz neuer Motor mehr, sondern schon ein sehr gut erprobtes und bewährtes Aggregat, das Mitte der 60er Jahre im Admiral und Diplomat rausgekommen ist und das dann seinen Weg in die gehobene Mittelklasse gefunden hat. Hier mit Einspritzung als Commodore GSE mit 160 PS. Das war damals das sportliche Topmodell der Commodore-Reihe und ist noch heute kein ganz langsames Auto. Das schneidige Sportlenkrad hier ist natürlich nicht original, es ist von Momo, nicht von Opel, aber es passt ganz gut zum Commodore und seinem sportlichen Habitus, genauso wie der Tripmaster, den hier in diesem schönen Exemplar jemand nachgerüstet hat. Das heißt, er war auf Rallyes unterwegs, so wie übrigens der ganz junge Walter Röhrl zu Beginn seiner Karriere mit so einem Commodore. Und es ist nur konsequent, dass es keine Automatikversion ist, sondern die handgeschaltete Version. Das ist ein Auto, das wirklich, sagen wir, mattschwarze Sportlichkeit ausstrahlt, anders als der Granada, der ja eher so eine Erdhöhlenhaftigkeit hat. Und er erinnert mich an ein Testerwort, das stammt von dem von mir sehr verehrten Dr. Paul Simser. Das war ein großer Tester der 70er Jahre, der geschrieben hat, Opel Rekord D und Commodore B sind die besten BMW, die Opel je gebaut hat. Und ich glaube, da lässt sich kaum was hinzufügen. Genau so fühlt sich dieses Auto bis heute an. Also ich glaube, das ist ganz deutlich zu sehen. Wenn ich über 12 Jahre alt bin, dann bin ich im Fond des Commodore Coupé deplatziert. Das ist der Nachteil, er ist hinten deutlich enger. Es ist tatsächlich ein Auto für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Das heißt, die Großfamilie hat damals ganz klar zum Ford Granada gegriffen und nicht zum Opel. Glücklicherweise müsste ich im Commodore nicht hinten sitzen. Deshalb kann ich jetzt unheimlich schwer sagen, welchen von beiden ich lieber mag. Wenn ich also wirklich wählen dürfte, würde ich mich jetzt die ganze Nacht wahrscheinlich schlaflos wälzen. Ich liebe den Ford Granada für seine amerikanische Opulenz. Ich liebe den Opel Commodore für seinen Bauhausstil. Ich kann mich absolut nicht entscheiden. Aber ich weiß eins, wer so ein Auto hat, ist natürlich ein absolut glücklicher Oldtimer-Fan. Deshalb, wer sowas kriegen kann, sollte sich unbedingt einen sichern.